Reaction-Videos sind beliebt auf YouTube. Das ist aber nicht der Grund, warum ich das mache. Eigentlich habe ich bisher die Finger davon gelassen, denn auf einem Elvis-Kanal ein Reaction-Video zu machen, ist schwierig, wenn man alle Songs kennt. Und einer von euch hat das sogar richtig erkannt. Dennoch haben einige von euch mich doch gebeten, ich möchte doch mal auch Reaction-Videos machen zu Songvorschlägen, die von euch kommen. Und ich habe euch auf meinem Kanal aufgerufen, Vorschläge zu machen, und es gingen innerhalb kürzester Zeit gleich mal 30 Vorschläge ein. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und ja, ich muss jetzt einfach mal sehen, was das Glücksrad spricht. Bevor wir aber dazu kommen, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren, ein Gefällt mir und die Glocke zu aktivieren, dann ist alles perfekt. Nach dem Intro legen wir gleich los. Elvis Presley. Ja, nochmal herzlich willkommen zum ersten Elvis Reaction Video hier auf In Elvis Veritas. Und wie gesagt, 30 Songs habt ihr vorgeschlagen. Ich habe sie einfach aufgelistet der Reihe nach. Und ich lasse jetzt mal das Glücksrad drehen und wir schauen mal, welcher Song getroffen wird. Ja, die Nummer 20. Und das ist auf meiner Liste der Song Help Me. Darum soll es heute gehen, um den Song Help Me. Und jetzt, ja, Reaction-Video. Wir hören uns den Song gemeinsam an. Und ich werde, wie ihr das kennt bei Reaction-Videos, meine Kommentare dazu abgeben. Legen wir also gleich los, ohne große Verzögerung. Help Me von Elvis Presley. Muss ich gleich mal unterbrechen. Nach diesen ersten wenigen Takten zeigt sich gleich, was diesen Song ausmacht. Der Song ist ein typischer Country-Gospel-Song von Larry Gatlin, komponiert, in den Stax Studios am 13. Dezember 1973 aufgenommen, und dieses wunderschöne Honky-Tonk-Piano, das wir hier hören, das gibt dem Song so richtig den Country-Gospel-Touch. Hören wir mal weiter. Help me walk another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Sehr schön hier zu hören, die Vocal Harmony Stimme. Die kommt übrigens von Cheryl Nielsen. Cheryl Nielsen war ja der Sänger, den er um seine neu gegründete Vokalgruppe Voice herum geschart hat. Und Cheryl Nielsen kennen wir aus den ganz späten Elvis-Aufnahmen, vor allem aus dem CBS TV-Special, wo man ihn sehen kann mit diesem prachtvollen Anzug. Und Elvis sagt so als kleiner Scherz, sag mal Cheryl, warum ist eigentlich dein Anzug schöner als meiner im CBS TV-Special zu sehen. Aber wir hören weiter. Lord, help me smile, another smile, just one more smile. You know I just can't make it on my own. I never thought I needed help before. Ja, hier ist schön das Arrangement zu hören. Wir haben diese Country-Gitarre, die so diesen typischen Country-Sound hat, und natürlich ist das alles mit Streichern unterlegt. Das waren der typische Sound der 70er Jahre, und hier gut zu hören. I thought that I could get by myself, but now I know I just can't take it anymore. Hier ganz massiv der Vokalgesang zu hören von Cheryl Nielsen, der hier richtig dominiert, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. With an humble heart on bended knee, I'm begging you please help me. Come down from your golden throne to me, to lowly me. Dieses Country Gospel Piano wird übrigens von Eric Pete Helling, also Pete der Spitzname Helling, gespielt bei diesem Song. Bei den Sessions war übrigens auch noch der allseits bekannte David Briggs mit dabei, aber gerade bei Help Me hatte man einen anderen Pianisten, der hier ganz, ganz dominant ist. Wir hören es eigentlich fast das ganze Lied über durch. I need to feel the touch
of your tender hand. Remove the chains of darkness. Let me see, Lord, let me see just where I fit into your master plan. Spannend ist die Frage, wer von den Background-Sängern hier dominiert, denn bei den Aufzeichnungen zu den Sessions ist sowohl J.D. Sumner und die Stamps gelistet, wie auch Voice, aber für meine Ohren hört sich das eher an, wie wenn wir hier Voice als Background-Gesang haben. Dafür würde auch sprechen, dass Cheryl Neeson die Harmony-Vokalstimme übernimmt. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. With an humble heart on bended knee, I'm begging you, please help me. With an humble heart on bended knee, I'm begging you, please help me. Ja, ein toller Song, aber ich bin ganz ehrlich, ich mochte den Song immer live besser. Die Studiofassung ist für mich etwas überproduziert. Für mich ist der Harmoniegesang, nichts gegen Cheryl Neeson, ist mir zu dominant. Auch die Streicher, gut, das ist natürlich der 70er-Jahre-Sound, das muss man aus der Zeit heraus sehen, das will ich jetzt gar nicht mal groß kritisieren, aber ich fand die wunderschönen, es gibt so tolle Live-Fassungen, wo Elvis diesen Song sehr schlicht dargeboten hat, live auf der Bühne, die mir eigentlich allesamt besser gefallen, wenn ich ehrlich bin, aber es ändert nichts daran, dass es ein großartiger Song ist, der übrigens in den Country Charts auf Platz 6 kam, im Jahr 1974. Und ja, es ist ein Song, der auf einer sogenannten Doppel-A-Seiten-Single war. Die andere Seite war If You Talk in Your Sleep, ein Song, den ihr übrigens noch nicht vorgeschlagen habt. Und so gesehen kamen also beide als Doppel-A-Seite auf den Markt und der eine Song konnte sich, also If You Talk in Your Sleep, stieg relativ hoch in die Billboard-Charts. Eins war ein Top-20-Hit für Elvis und Help Me eben, wie gesagt, in den Country-Charts ein Platz 6, also ein sehr erfolgreicher Song, den, wie gesagt, Larry Gatlin, amerikanischer Singer-Songwriter, komponiert hat und den es in verschiedenen Fassungen gibt, unter anderem von Chris Christopherson, der auch die erste Fassung 1972 aufgenommen hat und dann auch von Johnny Cash. Und Larry Gatlin selbst hat den Song sowohl bei der Trauerfeier für June Carter Cash wie auch für Johnny Cash gesungen. Dies nur als kleine Background-Information. Ja, ein großartiger Song. Die Studiofassung für mich schwächer als die Live-Versionen. Das soll es gewesen sein für das erste Reaction-Video. Toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Keine Frage der Woche heute, die mache ich nur bei den normalen Videos. Das wird es nächste Woche wieder eines geben. Bis dahin danke ich für euer Interesse. Toll, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Gerd. Long live the King.